Welcome to the Vinyl Matters Podcast, hier bei uns im Presswerk. Ja. Wir haben heute Marina hier. Wir haben ja noch mehr Kameras, ne? Ja, aber jetzt können wir ganz normal machen, ne? Da gucken wir hin. Genau. Wir haben heute Marina hier. Danke für die Einladung. Schön, dass du da bist. Danke. Dankeschön für das geniale Set. Schön Techno verspult, auf die Mütze. Auf die Mütze? Ja, warst du schon mal in einem Presswerk? Nee, zum ersten Mal tatsächlich. Ja. Ich war auch Konntest ganz du aufgeregt. mal alles sehen? Ja, warst du auch Nee, aufgeregt? ich war auch aufgeregt, ja. Ja, das ist schön. Ja, ich meine, ich kaufe seit 20 Jahren Schallplatten, ne? Und Ja. dass ich noch nie im Presswerk war, schon... Also ich glaube, es geht jedem fast so. Also kaum jemand heutzutage hat eine Chance, irgendwie ein Presswerk zu betreten. So. Weil die großen Presswerke machen sowas ja auch nicht. Ja, ja. Oder dass die Leute reinlassen oder sowas. Ja. Ne? Deswegen war das ein sehr besonderer Tag und eine sehr besondere Einladung auf jeden Fall. Das ist schön. Ja. Wir freuen uns auch total, dass du hier bist, weil für uns bist du auch so, ja, schon mit ein weibliches Urgestein im Techno-Bereich auch. Ne? So, ja, wir folgen dich schon Ewigkeiten. Und man kennt sich ja auch so schon. Ja. Ne? Und Die Mecklenburger Connection, ja. Genau. Ja, und das war vor allen Dingen besonders schön irgendwie, für die, die mich ja nicht richtig kennen. Ich komme ja aus der Gegend hier und Genau. 30 Minuten Fahrzeit von hier entfernt bin ich aufgewachsen und irgendwie ist es gerade so surreal hier zu sein und im Presswerk. Weil Wo es einfach, genau? in Telkow heißt das Dorf. Bei Rostock, ne? Ja, genau. Ja. Aber von hier ist 30 Minuten Fahrzeit. Aber zuletzt habe ich in schön, Rostock ja. gelebt, bevor ich vor 20 Jahren nach Berlin gezogen bin. Ja. Ich meine, das ist schon doll, ne? Von Ja. Rostock nach Berlin. Ich meine, KTV und so, ne? Ne? Aber wie war der Wechsel so? Wild. Ja, ne? Ja, ich wollte ja unbedingt nach Berlin schon als kleines Kind. Ich habe ja Familie in Berlin und ich war ja auch so, schon ja. Ende der 90er auf der Love Parade mit meiner Family und so, mit meinem Onkel. Und ja, das war auf jeden Fall für mich glasklar, dass ich da irgendwann hinziehe, sofern ich genug Alter erreicht habe, um das alleine zu stemmen in Berlin. Und ja, das war auf jeden Fall natürlich sehr wild. Also ich bin ja in Rostock abgehauen, das war 2004. Und da kam ja gerade auch Minimal extrem hoch. Genau, ja. Genau, die ganzen Partys waren irgendwie futsch und es gab halt irgendwie nicht mehr so richtig spannende Musik für mich. Ansonsten war ich ja schon auch jedes Wochenende aus in Rostock. Aber irgendwie hat es dann nicht mehr so richtig gefruchtet bei mir. Und dann war ich froh, dass ich in Berlin war. Und da war natürlich auch Minimal groß, aber man hatte noch andere Alternativen. Ja, ich verstehe das. Also in Rostock hat es irgendwie auf einmal einen krassen Cut gegeben. Es gab, du hattest früher das Magnet, das Mau, hattest Neukloster, wo dann Interclub geile Partys war waren. Ne? Interclub, dann gab es die Gerberei vom Roland. Ja, Und alles gab es dann irgendwann nicht mehr. ja. Und alle haben irgendwie so geguckt, so, was machen wir? Und wir haben auch schlagartig aufgehört, dann auszugehen. Und sind dann auch eher nach Berlin gefahren. Ja, genau. Oder auf größere Festivals dann. Ne? Ich habe noch die letzten Monate vom Tresor mitbekommen, vom Alten, tatsächlich, als ich eingezogen bin. Ich habe in der Nähe vom Tresor auch gelebt. Ja, und dann kam ja das Berghain um 2004, Dezember 2004 ungefähr noch. Und das war ja dann auch nochmal eine ganz neue Welt für mich. Ja. Genau. Eine wunderschöne Ja, Welt. Ne? was für einer. Ja, genau. Ich kann mich auch an den alten Tresor noch erinnern. Ne? Habe ich auch schon oft erzählt. Da sind wir auch hingepilgert. Und dann auch zum Neuen. Und ich hatte dann auch das Glück, dass ich dann da relativ oft spielen konnte. Ja. Unten drinnen so durch meine Ja. alte Agentur. Wann warst du das erste Mal im Tresor? Oder wann hast du das erste Mal da gespielt? Weißt du das noch? Oh, lass das auch vor 10 Jahren so gewesen sein. Okay. So, ich glaube, da war eine Bookerin, war da eine im Babyjahr oder irgendwie sowas? Okay. Gab's ich habe keine, also ich war ja bei Appellagio, eine Booking-Agentur Ja, von ja. Per Grindweg und Nina. Ja. Und die haben es dann so ein bisschen geschafft. Und für mich war das dann so ein absoluter Ritterschlag. Da konnte ich mich dann auch immer mit der Marie treffen, mit der Marie Stagart. Ja. Und die hat dann auch, wir haben dann auch eine Bildersession noch vormittags im Tresor gemacht. Sie hatte dann den Schlüssel, wir konnten rein und drinnen dann im neuen Tresor aber. Und im Ja. alten Tresor, da sind die Zeiten auch wirklich verschwommen. Da weiß ich, So nebelig, wie es da drin war, Genau. so sind die Erinnerungen. Ne? genau, aber Ja. es war halt in diesen Keller, in den du gehen musstest. So und unten. Und ich kann mich daran erinnern, dass es budgettechnisch bei uns so war, dass wir uns Red Bulls geteilt haben. So mit meinem Freund, mit dem wir da waren. Weil echt immer, Berlin hieß immer Anreise, Club. Und das hat man sich dann so ein bisschen als Jugendlicher vom Mund abgespart. Ein Wochenendticket rüber. Ne? Genau. Ja, mit 5 Ja, das Leuten war- konnte man für, weiß ich, 20 Mark oder so. Aber das war viel damals. Ne? Genau. Ja. Genau. Ja, Krass. Ja, mit dem schön. Wochenendticket, ja. Ja.
Tresor ist ja eigentlich für dich immer noch eine große Heimat. Ja, ne? genau. So. Ich bin seit 12 Jahren Resident da jetzt. Wow, wunderbar. Krass, Hast also auch musikalisch mitgeprägt eigentlich, ne? Ja. Mit den Neuen, mit dem Verlauf mitgeprägt. Ich find Prägen das kann auch- den Tresor, ja. glaube ich, keiner, weil das das ist eine Institution. Ja. Wahrscheinlich, ja, bestimmt. Ich kriege das, ehrlich gesagt, die Zeit irgendwie rennt und ich bin da jetzt so lange involviert und ja auch verschiedenen Bereichen. Ich habe ja die New Faces mit kuratiert, ich habe meine eigenen Clubnächte kuratiert und bin ja auch auf den Showcases präsent, bin jetzt auf dem Label auch drauf gewesen und also das ist so, es ist einfach so schön, das ist alles immer wieder, Greift alles ja, ineinander. und das ist total cool. Und wahrscheinlich habe ich den Club irgendwie mitgeprägt, ja, gehe ich von aus. Aber es ist schwer. Die Lorbeeren darf man sich ruhig Ja, manchmal. aber so die Außensicht ist da wahrscheinlich noch mal intensiver als meine eigene, wenn man da Ja, so drin genau. ist die ganze Zeit. Ja, aber Das ist ja auch eine absolut, also ich habe noch nie, im Berghain ist es auch heftig, aber der Tresor Keller mit diesem Strobo ist halt so absolut, also ich habe, intensiv. also so intensiv, dass du dich eigentlich hinter dem DJ-Pult genauso fühlst, fast wie auf dem Floor. Also du hast kaum irgendwie einen Moment, wo du so ein bisschen in dich gehen kannst, sondern das ist voll. Und das ist absolut einzigartig, was man damit rausnimmt nach, Ja. nach so einem Abend dann auch. Ne? Auch also ich habe dann immer nur da gestanden und gedacht, Alter, wenn du jetzt auf dem Floor wärst, bei dieser Lautstärke und bei dieser Energie, so, ob ich dafür noch so, ob ich das noch hinkriegen würde, habe ich so gedacht, weil das Ja, das ist krass. verlangt einem ja sensorisch und energetisch alles ab. Ja, das stimmt. Pure, es ist nur noch rein und du kommst dann irgendwann wieder raus und denkst so, wow. Ja. Ey, voll, du musst das wirklich lieben, wenn du da auf dem Dancefloor bist, was Ja. da passiert. Ansonsten hältst du es nicht aus. Und das ist auch nicht mal, dass du da so abhängst, irgendwie wie auf so Genau. anderen Dancefloors, dass du da stehst und quatscht. Also passiert natürlich auch, aber das machst du nicht lange mit, weil du einfach irgendwann die Stimme verlierst wahrscheinlich. Ja. Aber das ist echt ja, wahnsinnig intensiv. Auch in der DJ-Booth, ja, wenn dann mal die Nebelmaschine eine Weile läuft und Genau. du dann echt nicht die Hand vor Augen nicht mehr siehst, so, dann ist es echt krass. Und das auch das massive Gebäude. Und wir waren jetzt vor 2 Wochen im Hardwax und dachten auch so, es passt da so genial rein in dieses Gebäude. So Ja, oder? ja, Ja. mit Vinyl und auch dieser Laden und sowas. Natürlich schade, weil wir alle kennen den Hardwax ja, seit es ihn gibt, da am Paul-Linke-Ufer. Ja, Ne, genau. das so und oben auch Doublets and Mastering. Das war dann auch immer, da haben wir unsere Platten mastern lassen, waren vor Ort, wieder runter, ne, so alles. Das schließt sich auch wieder der Kreis so mit diesem ganzen Kulturding, so was Ja. Berlin. Aber Berlin hat es ja auch schwer, ne? Ja, also ich denke, dass ja generell der Tourismus sehr zurückgegangen ist. Seit Covid. Ich glaube, Covid hat alles verändert in der Szene. Ja. Und der Tourismus ist vor allem zurückgegangen, weil alles viel teurer geworden ist auch. Und ich glaube, dass die lokalen Szenen ja auch deutlich mehr befeuert sind heutzutage mit Clubs und Techno. Das gab es vielleicht auch nicht immer so. Sonst war immer so Berlin, wir gehen nach Berlin, können wir vom Freitagabend mit EasyJet ankommen, Montagmorgen den ersten Flug zurück. Irgendwie. Genau, und bis ja. dahin sind wir halt irgendwo. Ich glaube, das sind viele Generationen, die ja irgendwie, glaube ich, 2 Jahre vermisst haben, irgendwie, wie das so ist, um in den Club zu gehen. Und die dann irgendwann so reingestoßen wurden und so, hier, jetzt bist du 21, jetzt darfst du endlich mal in den Club gehen. Ja. Weil alles geschlossen war sonst. Für die ist das wahrscheinlich total weird, also darüber nachzudenken, dass sie freitags im Flieger steigen und montags zurückfliegen. Das ist so, Ja. so eine Pilgerstätte. Ja, genau. Ne? So. Und ja, generell, die Kosten explodieren halt überall. Ne? Also feiern ist ja nun wirklich auch echt schon Luxus geworden. Vor allen Dingen, wenn du Alkohol trinkst, das ist ja hardcore, Genau. was du da an Geld lässt. Und die Clubs haben ja auch Energiekosten zu stemmen, Mindestlöhne, was ja natürlich auch total Aber fair alles ist, gestiegen, alles ja. sowas. Aber das muss natürlich alles auch Energiekosten, umgelegt werden, ja. ne? Auf den Eintritt, auf die Getränke, Ja, richtig. Ja. sodass es nicht mehr ist so, dass man man muss da schon echt was investieren, wenn man abends ausgeht. Ja. Ne? Und dann sucht man sich die Sachen aus. Und Ja, aber ich finde das gut, dass die lokalen Szenen dadurch extrem gestärkt werden gerade. ja, Das ist eine positive Wende, finde ich. weil dann auch vielleicht eher auf teure Headliner verzichtet wird. Genau. Kleine Crews reingeholt werden. Genau. Residents, die auch ein Genau. bisschen freie Hand haben mit ihren Crews und sowas dann. Ne? Ja. Ja, das ist wunderbar. So. Und du hast Ja. nicht mehr dieses Gepusche dann. Ja. Ne? Wir So. brauchen jetzt nur noch 10 Headliner irgendwie, um einen Club voll zu machen, sondern wir haben halt auch gute Leute vor Ort und die werden halt auch gefördert. Und das ist total wichtig, auch natürlich für die Umwelt. Ne? Ja.
Und trotzdem sterben die Clubs, ne? Und alles so. Ja, Ne? voll. Und Klar. Ja, es wird noch auf jeden Fall eine düstere Zeit, aber ich glaube auch, dass man da auch wieder viel neuen Input gewinnen kann und vielleicht auch einfach so ein neuer Underground entsteht. improvisiertere Partys, Off-Locations, so von Crews, die einfach perspektivlos sind, die trotzdem feiern wollen, oder Clubs, die zugemacht haben, die andere Wege suchen und sowas. Ich glaube auch, jedes Ende birgt immer eine Chance für einfach für einen Neuanfang, wo man dann guckt, wenn man die Energie dazu hat. Ne? Richtig. So, und dann die Szene lebt halt auch aus sich raus. Und das ist immer wieder gut, dass Leute da sind, die alles so ein bisschen vorantreiben, vordenken, motivieren. Aber ansonsten müssen die Leute natürlich gucken, wo gehe ich hin. Ne? Wie 5 Partys zur Auswahl, für 2 können sie sich entscheiden. Und ein Ticket zum Vorverkauf ist dann auch eine schwierige Nummer für viele. Ne? Ja, ja, Und genau. ich glaube, das ist auch natürlich für Clubs sehr schwierig mittlerweile. Wenn die Tickets halt im Vorverkauf nicht weggehen, ist es schwer zu planen, wie viel kommen. Die Kosten müssen ja teilweise vorher auch schon gedeckt werden, die Flüge müssen bezahlt werden, die Gagen und so weiter und so fort. Und wenige machen da ja auch Kompromisse und sagen halt so, hey, ist okay, wenn du mich später bezahlst, ne? Wenn das Geld dann halt auf dem Konto ist. Und ich wünschte, da wären die Leute auch mal ein bisschen Ich hatte neulich auch so eine Reportage gesehen auf YouTube, wo die auch meinten, dass die Booking-Agenturen, also viele Booking-Agenturen völlig durchdrehen. Ja, ist so. Und dann die Acts der Act weiß gar nicht im Hintergrund, dass er das Doppelte hätte spielen können oder das Dreifache hätte spielen können, weil die Agentur sagt, du, der kostet sich halt 3 oder 4 oder 5 Scheine. Das ist so. Ne? Und weniger Kompromisse. Alle arbeiten wie Soldaten, so irgendwie versuchen ihre Leute an den Mann zu bringen. Ne? Ich denke mal auch, die Spaltung der Gesellschaft geht auch an vielen Firmen nicht vorbei. So, dass viele sagen, hey, friss oder stirb oder ne, das ist, ich habe viel Kontakt zu vielen großen Artists, die auch sagen, hey, ich habe total viele freie Wochenenden. Die sollten eigentlich spielen jedes Wochenende, ne? Genau, wenn die Agenturen so sensibel wären und sagen, hey, pass auf, wir machen Kompromisse oder hast du Bock, wollen wir reden, ne? Deswegen hatte ich immer mit meinen Agenturen so das Ding so, ey, redet über jedes Ding mit mir einfach, und wenn es sich für euch nicht lohnt, dann handelt ihr das nicht, dann handle ich das selber. Dann buche ich mir einen Flug selber, dann fliege ich darüber, dann spiele ich da und dann klagt ihr nicht über geringe Prozente oder sowas, ne? Ja, so, die ihr abgreift und ich habe mein Auskommen. Und letztendlich multipliziert sich ja auch alles. Ein Gig führt zu einem Gig, ein Mix führt zu einem Mix. Also es ist ja irgendwie auch so. Ne? Ja, heutzutage ein Gig führt zu einem Posting. Ja. Und Posting führt zur Relevantheit. Ja, genau. Ist ja einfach eine große. Genau, ne? Und ja, ich finde das wichtig. Also ich wünsche auch, also klar gibt es natürlich auch Artists und Agenturen, die halt auch schon betrogen wurden von PromoterInnen oder halt irgendwie da halt auch schlechte Erfahrungen gemacht haben und natürlich da mittlerweile auch sehr konsequent sind und sagen, nein, entweder so oder so. Aber ich glaube, da muss man sich natürlich dann auch irgendwann mal anpassen, ansonsten geht alles den Bach runter. Ja, und wir müssen gucken, in welchem Bereich wir tätig sind. Ne? House Techno ist jetzt nicht Deep House 10.000 Leute Party. So, sondern gerade wo wir im Underground tätig sind oder sowas, dass man da auch so ein bisschen Spielraum dem Veranstalter gegenüber lässt oder sowas und das Ganze ein bisschen fairer angeht. Ne? Aber gut, ich denke mal, das ist auch noch oftmals so. Aber ich finde, viele Leute müssen ab und zu sich und die gesamte Szene und die Stabilität und diese Instabilität, die muss reflektiert werden und darüber muss geredet werden und nicht nur knall raus, Artist und mach groß, mach klein oder sowas. Naja. Ja, auf jeden Fall. Ich hoffe, ich sage immer, es ist alles immer in Wellen. Ja, so, voll. Ne? Die Hypes verschwinden, die ganzen Sachen, die gerade entstehen und sowas. Ja, man guckt die Hard Techno an, ne? Tschüss. Ja, und House und Techno ist irgendwie immer da. Ja, es kommt immer alles zurück zum Ursprung. Es gibt immer einen Techno-Floor und einen House-Floor in einem vernünftigen Club. Da beißen wir uns so ein bisschen durch. Genau, voll. Ja, und das wird sich auch immer durchsetzen. Das ist einfach, ich glaube, das ist einfach so klassisch und kommt immer wieder zurück. Weißt, was du hast. Ja, genau. Man gibt sich auch mal auf Abwege, aber man kommt dann immer wieder irgendwie zurück so, und sagt, hey, zu Hause schläft sich's am besten. Auf dem Hausfloor oder auf dem Techno-Floor. Oder auf dem Ambient-Floor, auf dem Chill-Floor. Ja, einen richtigen Chill-Out-Floor. Ja, die kommen ja auch zurück. Gibt's sowas auch noch? Ja, das gibt's noch. Ja. So richtig ich habe in letzter Zeit in Clubs gespielt, da gibt es das noch, ja, tatsächlich. Die sind halt natürlich nicht immer offen, weil es kommt meistens, werden die zu größeren Veranstaltungen aufgemacht, aber
Die gibt's noch. Ich Ja. fand das auch total toll. So 1000 Couchen, hast dich hingelegt, Zigarette und ein Drink und dann Ambient oder irgendwer hat ein geniales Ambient Live-Act gespielt und Ja, sowas. voll. Ne? So einen angestrahlten Baum in der Mitte, wo du dann draußen irgendwie nochmal so eine Area hattest. Ja, voll. Mal kurz so resetten. Ne? Ja, es ist ja wichtig. Energie wieder aufladen, um dann wieder reinzugehen, um zu tanzen. So. Bei uns ist das ja wirklich so gewesen, ich sag mal, als Clubbesucher, dass man wirklich den Abend strategisch verbracht hat. Ja, ich kann nicht mehr, ich gehe eine Stunde auf den Chill-Out-Floor, unterhalte mich mit Leuten, guck, Ja. vielleicht gehe ich nach Hause oder ich tanke genug Kraft, dass ich einfach wieder reingehe, weiter feiere, Ja. so haushalten. Aushalten, genau. Wir reden von früher, als wären wir steinalt, aber naja. Na, sind wir auch. Ja, Naja, Steine halt nicht, aber auf jeden Fall schon viel erlebt, sagen wir es mal so. ja, genau. Und ich finde das auch, woraus die Erfahrung, die man so teilen kann. Und das sind alles so wunderschöne Geschichten oft dabei. So, ne? Dass wir eigentlich immer wieder uns resetten müssen und gucken, was für ein Glück wir haben, das auch alles erleben zu dürfen, auch immer voll. noch. Ja, ja. Das darf man auch nicht vergessen, ne? Dass man halt einfach auch schon so lange da drin ist und das ja eigentlich auch schon echt krass ist manchmal, wenn man das so reflektiert und denkt so, boah, ey, ich mache das jetzt schon so lange und man spielt halt immer noch und das ist halt irgendwie, man wird auch nicht müde, weil es immer wieder so viel Musik zu entdecken gibt und du denkst Genau. so, boah, ey, krass, die Platte, warum habe ich die nicht? Auch wenn ich im Plattenladen, in einen richtigen Plattenladen gehe oder sowas und der gut vorselektiert ist, dann stehe ich da drinne und denke so, scheiße, ich habe jetzt so einen Stapel Platten in der Hand. Ich möchte aber nur eine davon zurückgeben. So, ne? Und dann Ja. 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 Nimmt man, Also, immer wieder schön in so einen Plattenladen zu gehen. genau. Kommen jetzt bei dir irgendwie Releases oder es Labels? Was steht Pläne? an? Also bei mir selber kommt jetzt ein Remix für Skuro. Das ist ein portugiesischer Artist, der wohnt in Lissabon. Der macht das Paraíso-Label. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das ist so, Also sagen tut mir das was, ja. es ist so Fast Dub Techno und ich habe dafür einen Remix gemacht. Da mache ich gerade einen Track für Dolt. Der kommt auf Arsenic raus. Das wird auch eine größere Compilation. Ein Collaboration-Track mit Zippo habe ich gemacht. Ah, schön, ja. Ja, der ist auch richtig geil. So, wie hat das so schön genannt? Old Kanzler-Style. Super umtriebig auch, ne? Ja, so, und super. und so klassischer Techno. Elektro, Detroit. Ja, aber der ist so wahnsinnig dick im Sounddesign, finde Ja, ich. Also ja, was ja, der ja. manchmal für Bretter da raushaut. Ich kenne seine alten Sachen auf Involve damals so. Und, Super vielseitig. Ja. Du merkst ja auch, da ist einfach super viel Verständnis und Tiefe für Musik. Und immer ein Smile. Ja. So, also so hab ich ihn kennengelernt. Wir Ja. haben uns Ewigkeiten auch schon nicht gesehen und früher haben wir auch sein Label am Anfang vertrieben gehabt, so, oder wo ich noch bei Dex gearbeitet habe, da war die Connection da. Aber es war immer einer, wo man sagte, hey, Super professionell, weiß, was er will. da hat man ein positives Gefühl, dass ein sehr netter, umtriebiger Mensch, mit dem man da gerade umgeht. So, ne? Ja, wir haben auch am gleichen Tag Geburtstag. Ah, ja, Und wir genial. spielen, ich weiß gar nicht, wann die Episode rauskommt, aber wir spielen auf jeden Fall am 29.06. jetzt zusammen im Tresor zu unserem Geburtstag. Oh, Sonntagmorgen machen wir das Closing. Genau. was für eine Happenings, ne? Ja, geil, oder? Ja, Voll gut, da hat der Tresorbooker nicht geschlafen. ja, genau. Da hat er auf dem Schirm gehabt. Ja, da spielen wir zusammen. Genau, das kommt noch jetzt. Mit Jaco Jaco kommt noch ein Track zusammen raus, auch auf einer Compilation. Der müsste jetzt im Juli auch rauskommen. Den haben wir aber schon vor 2 Jahren gemacht oder so. Und der ist jetzt endlich in der Pressung. Und dann arbeite ich an Ambient für Unrush natürlich. Bei Unrush auf meinem Label, auf meinem Ambient-Label kommt jetzt auch, kam jetzt gerade die Platte von Banu, die ihr auch so geil gepresst habt. Ja, genau. Dann kommt jetzt eine Kassette demnächst. Die Tracks müssen ins Mastering. Und dann kommt noch Ambient. Super abgefahrenes Label, müsst ihr unbedingt auschecken. Unrush. Unrush. Ne? Ja. Also extrem geiles Ambient Label. und Ja, das ist ja meine andere Seite, ne? Die ist ja genauso stark. Anspannung, ist. Entspannung. Genau, Entspannung, schnell, langsam, ja. Immer die Gegensätze finde ich wichtig. Ja, genau. Ja. genau. Light und Darkness. Ja. Genau, ja, das kommt jetzt alles so und das wird, ich bin in Japan und das ist einfach, dieses Jahr ist auf jeden Fall sehr wild.
nach Japan noch rüber. Ja. Oh, wunderbar. Im Juli, ja. Ist ja total der Traum auch von mir. Oh, ja, Einfach mal, weil ich liebe so japanische Mentalität, japanisches Essen, japanische Architektur, Kunst. Das ist immer alles bis ins Tiefste reingenördet irgendwie. Und das ist so alles so sehr, also egal was die machen, immer so alles sehr perfekt ausgeführt. Ja. Perfekt im Sinne von, okay, so gut es halt geht, also es wird nichts ausgelassen und das finde ich wahnsinnig inspirierend. Und es ist immer wieder eine Ehre, da zu sein, weil ich weiß, wie wichtig denen die Qualität ist. Und, und da ist man auch mal besonders angetrieben, das halt auch echt nochmal anders geil zu machen. Ja. Studiotechnisch, wie produzierst du am liebsten? Ich habe Logic als Workstation. Logic waren bei mir mehr die Nerds. Früher schon Logic, sehe ich nicht durch. Das ist schön. Ja, ich habe für mich beschlossen, dass es meine Workstation ist, weil irgendwie ich mag die Oberfläche, ich mag, dass das alles sehr einfach ist und für mich ist das alles sehr verständlich gemacht. Ich finde Ableton da ist mir zu viel. Ich mag auch die Stock-Plugins von Logic total krass gerne. Ja, okay, also die sind so und geil. du sagst, es ist einfach. Ja, für mich. Ich habe genau das gegenteilige Gefühl. Ich bin totaler Ableton-Nerd und denke so, Logic immer und dann und ich muss es einfach mal testen, glaube ich, um einfach auch mal so einen anderen Weg zu gehen. Weil ich glaube, eine andere Arbeitsweise entsteht da. Also ich glaube, so, wenn du Ableton, wenn du weißt, so, okay, du kommst ja auch an deine Grenzen gerade und du willst jetzt mal was anderes ausprobieren, kann ich sehr empfehlen. Ich mag Logic. Es ist einfach, es ist übersichtlich und die Integration von Hardware ist einfach. Und ich habe ein Modularsystem, mit dem ich auch arbeite. Ich habe auch eine Weile für Superbus gearbeitet und bin dann Superbus ist ja schön. so, also vor der Pandemie schon mein Producer-Verständnis gehabt, aber habe dann in der Pandemie angefangen, so Module auch zu kaufen. Und habe dann, was habe ich noch, den Tanzbell 2 als Drum Machine. Ja, ist genial, ja. Ja, das ist einfach so eine richtig schöne, treibende Techno-Maschine. Ich liebe den. Dann habe ich noch die Digitron, mit der experimentiere ich gerade viel rum, die Elektron. Dann habe ich noch, ich habe letztes Jahr zu Weihnachten habe ich das erste Mal im Gewinnspiel eine Bassstation gewonnen. So einen kleinen Bass sind, einen analogen. Ja, den habe ich, oh Gott, wie heißt der denn nochmal? Von Novation gab es mal eine Bassstation? Ja, nee, das ist ein anderer, ich habe den Namen total vergessen. Bassbot, nee. Nee, das ist eine relativ... 303-Klon? Nee, auch nicht. Das ist eine relativ moderne Firma auch, halt recht neu. Ich suche es raus und schreibe es dann noch mal in die Kommentare, wenn das online geht hier. Ja, damit Mit arbeite ich. Modularsystem hat das Module kaufen irgendwann mal ein Ende? Nee. Nö, ne? Das ist toll, ne? Ja, also ich kaufe nicht so viel, weil ich bin mit weniger kreativer. Ja. Ich verliere mich sonst. Probierst du zu viel, ne? Ja, ich bin allein schon die Digiton war schon gar keine gute Entscheidung, weil ich gemerkt habe, so okay, ich fange an zu prokrastinieren und dann mache ich gar nichts mehr, weil ich überfordert bin mit allem, anstatt dann kleine Dinge zu machen. Aber das muss man dann lernen, lieber mit weniger klarzukommen. Ja. Finde ich. Ja, habe ich Aber total das ist jeder Problem mit, anders. genau. Ja. In so einen Synthesizer einzusteigen, wirklich tief einzusteigen. Gut, du hast die Oberfläche, da blickst du irgendwann durch, wie ein Klang entsteht. Aber wenn ich die älteren Synthesizer mir einstehe oder ausgrabe oder irgendwie sowas, und da hattest du ja manchmal Menüstrukturen, wo du gesagt hast, Leute, wer hat das programmiert? Ja. So mit 3 Knöpfe und... Ja, stimmt. Ich habe auch noch einen alten Polysynth zu Hause von Korg. Der ist auf jeden Fall auch mit 4 Knöpfen. Ich mag das Programmieren total gerne, ehrlich gesagt. So Knöpfe drücken und Menu-Diving und so stehe ich halt Aber drauf. du musst dich drauf fokussieren, Ja, ne? genau. Und da bleibt dann erstmal nicht viel Space für andere Sachen, sowas, ne? Deswegen finde ich es gut, sich zu limitieren. Lieber eine Sache, dann richtig. Das finde ich bei Logic geil. Ich sage mir mal, okay, ich nutze 3 Sachen und das war's. Und dann war es das aber auch, weil ich merke, sonst komme ich überhaupt nicht mehr voran. Ja, sonst endet es irgendwo im Chaos dann. Ja, genau. Ja, aber klingt halt nicht mehr geil. Wie ich vorhin schon gesagt habe, du kommst nach 3 Stunden aus dem Studio und sagst, es war total Scheißtag heute, nichts hingekriegt. Und das ist für uns, die wir oft relativ... Ergebnisfokussiert, orientiert, ja. Genau. Ja. Und aus dem Resultat kommt ja auch eine Motivation, sodass man möchte ja wieder Bock haben, ins Studio zu gehen. Sodass ich da auch sage, ey, ich mache jetzt das mit den 3 Sachen, hör auf rumzuspielen, ich mache jetzt einfach fertig. Ich merke dann so nach dem ganzen Tag, hey, heute habe ich mich mal auf alles konzentriert und es ist irgendwie nichts bei rausgekommen. Und dann in der letzten Stunde sage ich, ey, pass mal auf, ich lösche jetzt einfach radikal 2/3 der Spuren
und mach mal ganz schnell was fertig. Mit 3 Sachen, die ich total beherrsche. Genau. Und in der Stunde kriegst du auf einmal hin, was Ja. du am ganzen Tag nicht geschafft hast. So. Aber du hast gelernt an dem Tag. Ja, Das ist wie- genau. Timer sind Gold wert. Ja. Ja, Timer und Limitierung. Klick, 10 Minuten für Drums. Ja, ist so. Zack. Guckst du auch nicht aufs Handy zwischendurch Genau. oder so. Genau. Das, weil du weißt, du hast jetzt so 10 Minuten. Genau, eigentlich ist das so eine gute Challenge, die man sich stellen ja, kann. Auch, ja, auf Ne? jeden Und dann Fall. beibehalten und gucken. Ja. Und dann mal 3 Stunden oder 2 Tage nicht hören, wieder anhören, weil dann merkt man erst dieses Ersthörergefühl, hey, das Ding stimmt ja. Ja. Ne? Wenn du Klar, du verlierst ja auch den Spaß an der Sache dann, ne? Wenn du es Genau. 1000-mal gehört hast. Ja. Ja. Deswegen verstehe ich, früher habe ich immer die Leute nicht verstanden, die ihre eigenen Tracks nicht spielen, aber heute verstehe ich es. Ja, ich mach das stellenweise mache ich das, weil ich weiß, sie funktionieren dann. Ne? So, ich hab da so 1, 2 Shots produziert, wo ich auf Live-Spielen hätte ich Bock. Ne? Da hätte ja, ich mal cool. richtig Bock drauf. So. Und ich bin dann so ein Fall. Typ mit Tiny Equipment. Mit einem ganz kleinen Mixer, so wie Stimming, einem Sampler, einem Ja. Synthesizer, Ja. ohne DAW, ohne gar nichts, sich voll darauf fokussieren und dann loslegen. So, ne? Hab mir das jetzt auch zugelegt zu Hause, aber mir fehlt die Zeit. In der Zeit könnte ich ja 3 Tracks bauen. Und bevor ich keine Anfragen für live habe, mache ich kein Live-Set fertig. Ach so, ja gut, da fehlt dann die Motivation. So. Oh, da liegt ja noch was. Ich habe da noch 1, 2 Sachen mitgebracht, genau. Platten aus unserem Vertrieb. Danke. Ne, hier ist noch eine Slipmat dabei. Die muss ich dir mir zeigen. Wunderbar gefangen. Eine DJ-Reaktion. Wir pitchen, bevor die Platte ausläuft. Ich habe mal Volleyball gespielt, deswegen kann ich das. Vinyl Madness. Demnächst in unserem Online-Store. Und natürlich ein paar Platten. Dub, House, Techno. Ich habe die alles zusammengestellt. Geil. Außer so Minimal-Kram. Ne? Aber wo Aber wenn ich es Robert denke, tot ist, nehme ich es aber. ja, das ist ja nicht mehr der Heu. Also das ist für mich eigentlich das Ja, Minimal-Ding an sich. Ne? Alles eigentlich cooles Zeug. Das kenne ich, das ist doch von hier den Schwerinern. Ja, hast du die schon? Die habe ich schon. Genau, die sollte ich mit reintun, weil da hat er einen Track drauf gemacht. Ach, welcher ist Der deiner? Frank Mauer-Track. Das wäre der Dubbige, oder? Ja, den finde ich auch am besten. Siehste. Habe ich auch Glück gehabt. Ja, hier, Gibst du weiter. ja, Ne? mache ich gerne. Gibst du weiter. Die Schweriner, genau. Von mir noch eine Hausplatte, die Krone Geil. 001. Von Markus Sukut, Oh, von Eddie Hehl. welche ist das? Welcher Klassik? Ach so, das ist mal. Da, der Klassik. Genau. Oh, Genau, Soul City Orchestra. Alter. Genau. Jericho? Ja, Jericho. Ah, nice, ja, cool. Genau. Schöne Sachen dabei. Hörst du dich durch. Ich habe ja Zeit, wa? Ein DJ, der Platten bekommt, er kann nichts Besseres. Schwer ist das. Du hast ja noch ein bisschen Platz gelassen im Cover, Habe hast ich. du gesagt. Ja, Ne? habe ich. Extra für heute. Hey, vielen Dank, dass du da gewesen bist. Danke für die Einladung. Vielen Dank. Und Es war mir ein Fest. Auch danke, Sören. du fährst jetzt noch zu deinen Eltern auf den Geburtstag? Ja, meine Mutti hat heute Geburtstag. Das ist doch wunderbar, das alles zu verbinden. Ja. Güstrow 80 Mal. Presswerk, ab Richtung Rostock. Und morgen geht's nach Berlin. Ja. Genau. Das war Vinyl Madness. Danke, dass ihr zugehört habt. Kommentiert unten, stellt uns Fragen, nehmt mit dran teil, nehmt uns mit, wir nehmen euch mit. Und ich schreibe noch, wie der Bass sind heißt. Genau, ne, wir beteiligen uns an den Kommentaren. Lasst die Glocke läuten. Vinyl Madness, Matter of Fact. Danke. Ciao.